Kennst du diese Pause im Kopf, wenn du sprechen willst? Ich kenne das gut. Es passiert nur, weil du zu viel Grammatik im Kopf hast. Jetzt zeige ich dir, wie du wirklich frei und fließend Deutsch sprichst. Wir machen es heute ganz einfach. Schritt für Schritt. Du lernst jetzt, wie dein Kopf leiser wird und wie dein Mund automatisch spricht, ohne Stress und ohne Druck. Schalte gerne die Untertitel ein, damit du jedes Wort besser verstehst. Und bevor wir weitermachen, hast du auch manchmal das Gefühl, dass dein Kopf zu laut ist, wenn du Deutsch sprichst? Schreib es mir in die Kommentare. Ich möchte sehen, wie viele das kennen. Du bleibst nicht stehen, weil du schlecht bist. Du bleibst stehen, weil dein Kopf zu laut ist. In deinem Kopf laufen zu viele Regeln gleichzeitig. Grammatik, Artikel, Satzbau. Richtig oder falsch. Dein Kopf versucht jeden kleinen Schritt zu kontrollieren. Und wenn du so viel denkst, kann dein Mund nicht frei sprechen. Er wird langsam. Er wird unsicher. Er wartet auf ein Go, das nie kommt. Das ist kein Fehler. Das ist ein Schutz. Dein Kopf will nur, dass du keine Fehler machst. Er will, dass du sicher klingst. Deshalb stoppt er dich. Er hält dich fest, bevor du sprichst. Aber genau dieser Schutz macht dich langsam. Viele Lernende denken, sie seien zu langsam, weil sie schlecht sprechen. Aber das stimmt nicht. Die Pause im Kopf entsteht fast immer aus Angst vor Fehlern. Du willst die richtige Form. Du willst den perfekten Artikel. Du willst den perfekten Satz. Und deshalb hält dein Gehirn dich an. Es sagt, warte kurz, ich muss nachdenken. Aber Sprache funktioniert nicht so. Sprache braucht Bewegung. Sprache braucht Mut. Sprache braucht Fluss. Und genau den blockiert dein Kopf im falschen Moment. Du bist damit nicht allein. Fast alle, die eine neue Sprache lernen, haben genau diese Pause. Sie stoppen mitten im Satz. Sie verlieren das Wort. Sie verlieren den Rhythmus. Nicht, weil sie nicht sprechen können, sondern weil sie zu viel denken. Dein Kopf will alles richtig machen. Aber er verhindert, dass du natürlich klingst. Und das ist wichtig zu verstehen. Die Pause bedeutet nicht, dass du schlecht bist. Sie bedeutet nur, dass dein Kopf überarbeitet ist. Dein Kopf ist laut und dein Mund ist leise. Wenn du lernst, diesen Kopf etwas ruhiger zu machen, wirst du automatisch fließender sprechen. Du wirst schneller. Du wirst sicherer. Und die Pause wird immer kleiner, bis sie ganz verschwindet. Du bist viel näher am fließenden Sprechen, als du denkst. Dein Mund ist nicht das Problem. Dein Mund ist schnell genug. Er kann flüssig sprechen. Er kann klare Sätze sagen. Er kann sogar schneller sprechen, als du glaubst. Das echte Problem ist nicht dein Mund. Das echte Problem ist dein Kopf. Dein Kopf ist zu laut. Er denkt zu viel. Er sucht nach Regeln. Er sucht nach der perfekten Form. Er möchte keinen Fehler machen. Und genau das macht dich langsam. Wenn dein Kopf laut ist, wird dein Mund vorsichtig. Er wartet. Er stoppt. Er verliert den Rhythmus. Aber wenn dein Kopf ruhig wird, passiert etwas anderes. Dein Mund spricht von allein. Ohne Pause, ohne Stress, ohne Übersetzen. Genau wie in deiner Muttersprache. Du denkst dort nicht über Grammatik nach. Du denkst nicht über Satzbau nach. Du sprichst einfach. Schnell. Natürlich. Frei. Und genau das kannst du auch auf Deutsch erreichen. Dein Mund kann das schon. Du musst nur lernen, deinem Mund mehr Raum zu geben und deinem Kopf weniger Kontrolle.
Wenn der Kopf leiser wird, fließt dein Satz automatisch. Dein Mund findet Worte, die du gar nicht bewusst suchst. Du sprichst klarer. Du sprichst sicherer. Du sprichst natürlicher. Dein Mund ist bereit. Du musst ihm nur erlauben zu sprechen. Wenn du sprichst, musst du nicht jede Regel kennen. Regeln machen deinen Kopf oft nur schwer. Sie bremsen dich. Sie ziehen dich zurück. Du denkst an Artikel, an die richtige Wortstellung, an Grammatik. Und in diesem Moment verliert deine Stimme den Fluss. Denken macht dich langsam. Fühlen macht dich fließend. Dein Mund kann viel schneller sprechen, als dein Kopf denken kann. Sprache ist Klang. Sprache ist Rhythmus. Sprache ist Bewegung. Nicht Mathematik. Wenn du zu viel denkst, verliert dein Satz seine Energie. Er wird hart, langsam und unsicher. Wenn du fühlst, wird dein Satz weich und natürlich. Du brauchst Rhythmus. Du brauchst einfache Wörter. Du brauchst klare, kurze Sätze. Genau das lässt deinen Mund freisprechen. Stell dir vor, du hörst einen deutschen Satz. Dein Kopf sucht sofort nach Regeln. Er fragt, ist der Artikel richtig? Ist der Satz korrekt? Kommt das Verb am Ende? Dieses Denken zieht dich aus dem Moment. Aber wenn du stattdessen auf den Klang hörst, passiert etwas anderes. Du spürst, wie der Satz fließt. Du hörst, wo er Pause macht. Du fühlst den Ton und dein Mund folgt diesem Ton automatisch, genau wie in deiner Muttersprache. Dort denkst du nie über Grammatik nach. Du hörst den Rhythmus. Du fühlst die Bedeutung. Und du sprichst. Genau so soll Deutsch für dich werden. Wenn du sprichst, konzentriere dich auf den Fluss, nicht auf die Regeln. Sag den Satz. Spür ihn. Hör deine Stimme. Lass sie frei. Wiederhole einfache Sätze. Fühle den Klang. Fühle den Rhythmus. Mit jeder Wiederholung denkst du weniger und fühlst mehr. Und genau dann wird dein Deutsch fließend. Denken ist langsam. Fühlen ist schnell. Und genau darum wirst du durch Gefühl automatisch besser sprechen. Lass uns die Übung mit einem neuen Satz machen. Sag mit mir, ich lerne jeden Tag. Das ist ein kurzer, einfacher Satz und genau deshalb ist er perfekt. Zuerst sagst du ihn langsam. Spür jedes Wort. Spür, wie deine Lippen und deine Zunge sich bewegen. Du musst nicht denken. Du musst nur ruhig sprechen. Dann sagst du den Satz normal. Ganz entspannt. Stell dir vor, du sagst ihn einer Freundin oder einem Freund. Lass deine Stimme weich bleiben. Dein Mund kennt die Bewegung schon. Und jetzt sag den Satz ein bisschen schneller. Nur ein kleines Stück. Nicht zu viel. Kein Stress. Du machst es nur einen Tick schneller, damit du den Rhythmus fühlst. Hör auf den Klang, nicht auf die Grammatik. Hör, wie der Satz fließt. Dein Körper versteht Rhythmus viel schneller als Regeln. Wenn du diesen Satz in 3 Geschwindigkeiten sagst, passiert etwas Wichtiges. Dein Kopf wird leiser. Dein Mund arbeitet von allein. Du spürst, wie der Satz immer leichter wird. Mach diese Übung ein paar Mal. Langsam, normal, schneller. Immer im gleichen Fluss. Du wirst merken, mit jeder Wiederholung wird dein Deutsch natürlicher und fließender. Genauso entsteht automatisches Sprechen. Diese Übung funktioniert aus einem ganz einfachen Grund. Beim 2. und 3. Mal denkt dein Kopf viel weniger. Dein Mund übernimmt die Arbeit.
Dein Körper erinnert sich an die Bewegung. Dein Satz wird automatisch. Genau das nennt man Automatismus. So lernen Kinder ihre Muttersprache. Sie wiederholen einen Satz immer wieder. Sie denken nicht über Grammatik nach. Sie fühlen nur den Rhythmus. Sie hören den Klang. Sie spüren die Bewegung im Mund. Und genau so trainierst du jetzt dein Deutsch. Wenn du einen Satz mehrmals sagst, wird er jedes Mal leichter. Dein Kopf hört auf zu kontrollieren. Dein Mund weiß, was er tun muss. Dein Satz fließt. Und du merkst plötzlich, es geht auch ohne viel Denken. Jetzt kommt die zweite Übung. Diese Übung ist sehr stark und sehr wichtig, denn sie trainiert deine Reaktion. Wiederhole mit mir. Ich kann das. Sag es einmal langsam, dann sag es schneller. Ich kann das. Sag es nochmal. Und jetzt noch schneller. Spür die Veränderung. Spür, wie dein Mund schneller reagiert. Je schneller deine Reaktion wird, desto weniger Grammatik hast du im Kopf. Das ist normal, denn dein Gehirn kann nicht gleichzeitig schnell reagieren und Regeln kontrollieren. Es muss wählen. Und wenn du schnelle Sätze sagst, entscheidet sich dein Kopf für die Reaktion. Genau das macht dich fließend. Genau das brauchst du im echten Gespräch. Denn echte Gespräche sind schnell, natürlich und nicht perfekt. Wenn du solche Reaktionssätze übst, wird dein Sprechen automatisch. Dein Kopf wird leiser, dein Mund wird sicherer. Und du bekommst das Gefühl, ich kann das wirklich. Das, was du gerade machst, ist fließendes Deutsch. Nicht später, nicht irgendwann, jetzt. Du sprichst einfache Sätze. Du wiederholst sie. Du fühlst den Rhythmus. Genau das ist flüssiges Sprechen. Du brauchst keine langen oder perfekten Sätze. Du brauchst ein Gefühl für die Sprache. Und dieses Gefühl hast du in diesem Moment aufgebaut. Du spürst, dass Deutsch leichter sein kann. Du spürst, dass du die Kontrolle hast. Du spürst, dass dein Mund reagieren kann, ohne dass du viel nachdenkst. Genau so entsteht echtes Selbstvertrauen. Du bist viel besser, als du denkst. Du kannst mehr, als du glaubst. Und mit jeder Übung wächst dein Gefühl für die Sprache. Es wird klarer. Es wird natürlicher. Es wird stärker. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Mach diese Übungen jeden Tag. Wirklich nur ein paar Minuten. Du brauchst keine Stunde. Du brauchst kein großes Training. Du brauchst nur Wiederholung, Ruhe und ein bisschen Mut. Diese 2 kleinen Übungen können dein Sprechen komplett verändern. Du wirst freier sprechen. Du wirst schneller reagieren. Du wirst natürlicher klingen. Und du wirst merken, dass Pausen im Kopf langsam verschwinden. Dein Satz kommt leichter. Dein Ton wird klarer. Und du fühlst dich sicher, wenn du sprichst. Genau das ist das Ziel. Schreib mir jetzt in die Kommentare. Ich spreche ohne Pause. Das ist ein neues Versprechen an dich selbst. Und sag mir auch, wo bleibst du beim Sprechen oft hängen? Bei Wörtern? Beim Satzbau? Beim Anfang eines Satzes? Schreib es mir. Dann mache ich dafür ein neues Video und helfe dir genau bei deinem Problem. Wir gehen diesen Weg zusammen. Jeden Tag ein kleines Stück. Und du wirst sehen, wie schnell sich dein Deutsch verändert, wenn du dein Gefühl trainierst. Du kannst das. Du sprichst. Du wächst. Ein Tag,